Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists and Masks. Das Bild, das Sie soeben gesehen haben, kommt von der in Belgien lebenden Künstlerin Young-Soo Lee. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich aus meinem neu erschienenen Buch vor einem ausgewählten Werk der Ausstellung Ausschnitte vor. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Santa Maria di Leuca, Puglia, Dienstag, 10. März 2020. Trotzdem sind wir heute losgefahren, um Utas Freundin gegen 11:30 Uhr am 250 Kilometer entfernten Flughafen in Bari abzuholen. Sie hat diesen Flug vor Monaten gebucht, als Corona noch nicht viel mehr als Krone bedeutete. Dort, wo sie abflog, sind ab heute alle Großveranstaltungen verboten. Hier in Puglia präsentieren sich die Terminals menschenleer. Einen Pulk Reisender ausspuckend, mutet das Flughafengebäude an wie frisch errichtet, neu erbaut, damit betraut, einen Jungfernflug abzuwickeln. Ute, die ausgeruht den frisch desinfizierten Boden im Ankunftsbereich überschreitet, hat die Hygieneroutine erfolgreich hinter sich gelassen. Fieber messen und Fragebogen ausfüllen. Wir empfangen sie glücklich und gleichzeitig distanziert, denn ob wir Träger des heimtückischen Virus sind, kann niemand wissen. Im roten Auto starten wir in Richtung Leuca. Auf halber Strecke legen wir in der uralten Città Bianca, weiße Stadt Ostuni, eine Rast ein. Schockiert registrieren wir, dass Bedienungen in den Bars Schutzhandschuhe und Mundschutz tragen und in den Restaurants die Tische 1 Meter auseinandergerückt werden. Betroffen tritt der Wirt vor die Türe, um eine amtliche Verlautbarung zu verlesen, die ihm diese Manöver seit heute vorschreibt. Am Nachbartisch bestellt ein italienischer Gast demonstrativ eine Flasche Corona-Bier. Ich denke an meine Tochter Teresa. In diesen Stunden schreibt sie ihre letzte Mathematikklausur vor den Abiturprüfungen. Habe ich helfen können, ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken? Aus der Distanz heraus bin ich mir nicht mehr sicher. Der Patrone des Ristorante notiert auf eine Schiefertafel, auf Italienisch: Si avvisa la gentile clientele di avere il buon senso di entrare 3 persone und so weiter. Und auf Deutsch: Mehr als 3 Personen dürfen die Gasträume des Restaurants ab jetzt nicht mehr betreten. Der Abstand von mindestens 1 Meter ist einzuhalten. Danke. Auf dem Rückweg zur Autobahn finde ich zurück zum rechten Blick auf die mich umgebende Welt, die Landschaft. Überall stehen hier Olivenbäume. Gesund, oft alt und dickstämmig. Nur noch aus wichtigen Gründen heraus dürfen wir uns vom Haus entfernen. Eine Vorgabe, der ich sowieso schon seit Jahrzehnten folge. In Lecce sind bereits 10 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Was soll das bedeuten? Bekannt kann nur werden, was untersucht wurde. Getestet wurde bisher nur ein verschwindend kleiner Anteil der leccenischen Bevölkerung. Sind nun mehr als 10 Personen infiziert? Niemand kann das wissen. Am Abend lese ich in Giovanni Boccaccios Decamerone.
In 100 Novellen über 10 Tage hinweg erzählt er in Anspielung an die Gliederung der 100 Gesänge des Dante Alighieri von frisch erfundenen Geschichten während der Zeit einer Pestepidemie im Jahre 1348. Geflüchtet in ein Landhaus nahe Firenze zerstreuen sich 7 Frauen und 3 Männer in Ablenkung und Unterhaltung mit Geschichten, geboren aus ihrem unmittelbaren Erfahrungsraum der Renaissance. An jedem Tag bestimmt eine andere Person den Themenkreis, von den Freunden in Anbetracht der fragilen existenziellen Lage nur noch König oder Königin genannt. Nach 10 Tagen der Abgeschiedenheit kehren die jungen Leute zurück in die Stadt Firenze.